Leute, alle mal herhören! Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti, und dem Server Start Check. Also ich möchte euch jetzt hier ein kleines Checkheft an die Hand geben, was euch auf jeden Fall nochmal helfen soll vor einem Serverstart. Jetzt startet Server EU 18. Das Ganze kann prinzipiell natürlich auch auf andere Server übertragen werden. Und es geht jetzt hier nicht um einen vollständigen Guide. Sowas gibt es auf YouTube teilweise, bei mir teilweise bei anderen Creatoren auch mal versteckt oder auch auf Twitch, beziehungsweise auch schriftlich in diversen Shakes and Fidget Discords. Ich empfehle euch auf jeden Fall den offiziellen Shakes and Fidget Discord. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern um ein paar generelle Fragen. Sowas habe ich schon mal im W50 Bootcamp damals gemacht, aber das Ganze ist ein paar Jahre her und es sind vielleicht ein paar neue Dinge, die man vorab nochmal klären sollte. Damit ihr besser versteht, was ich meine, fangen wir mit Punkt 1 an, die Zeit. Der Serverstart ist nach wie vor 16 Uhr freitags angelegt und das Ganze ist sehr, sehr zeitintensiv. Shakes and Fidget ist allgemein ein zeitintensives Game, das wissen wir, aber der Serverstart ist sowohl für Free-to-Play-Spieler als auch vor allen Dingen für pilzende Spieler nochmal was ganz anderes, was die zu investierende Zeit begeht, wenn man gewisse Ziele hat. Zwei Punkte, die besonders zeitintensiv sein können, sind das Sammelalbum und das Abfarmen. Das Sammelalbum betrifft alle Spieler, sowohl die Free-to-Play als auch die pilzenden Spieler, denn es ist jetzt automatisch dabei. Das heißt, man sollte wirklich diese Funktion nutzen und sich ein bestmögliches SA holen, bevor man wirklich viel Abenteuerlust durch Quests oder Expeditionen verspielt. Das sind wertvolle XP-Boni, die sonst verloren gehen, und früher konnte man sich ja aussuchen, wann man das Sammelalbum sich erblättert. Dementsprechend konnte man dort vielleicht ein bisschen Zeit anders verwalten. Jetzt ist es automatisch da, also sollte es auch vollständig genutzt werden. Ja, das Abfarmen betrifft natürlich die pilzenden Spieler, nicht zwingenderweise die Eco-Spieler, aber alle können natürlich mal hin und wieder ein bisschen Leute angreifen und Gold farmen, aber die pilzenden Spieler gehen da aktiv durch die Ehrenhalle, droppen sich auch wieder zurück, wenn sie Spieler gefunden haben, die halt Gold bringen. Das Gold wird dann in Skills investiert, in neue Ausrüstung, wenn man Level-Ups gemacht hat, oder auch in die Bezahlung von Steinen. Also das Ganze ist ein Thema für die ersten Tage, nicht nur für Tag 1 des Abfarmen. Und das kann extrem zeitintensiv sein und damit sollte man sich auseinandersetzen, wenn man vorhat, relativ hoch zu leveln als pilzender Spieler, dass man dieses Abfarmen benötigt. Die zeitliche Alternative ist natürlich das Leasing des 50% Mounts, also Reittier. Allerdings ist das sehr, sehr kostenspielig und sollte man eigentlich nur im Notfall machen. Darüber hinaus ist halt immer die Frage, wann man vielleicht seine Quest spielen will. Das ist mittlerweile vereinfacht, wenn die Gilde von vornherein recht gut ausgebaut ist. Wenn das nicht der Fall ist, muss man natürlich weiterhin warten, beziehungsweise in den ersten Tagen können dann auch je nachdem, in welcher Gilde man sich befindet, Raids gestartet werden. Das sind dann auch immer XP-Boni, die dann natürlich sinnvoll sind, genauso wie Gold, wenn man die Abenteuer oder Quest danach erst spielt. Das Ganze lässt sich schwer abwägen. Dennoch sind die ersten 3 Tage sehr, sehr zeitintensiv, vor allen Dingen im Vergleich mit den folgenden Tagen ohne Aktion. Die pilzenden Spieler kriegen das extrem mit, in der Regel aber auch die Free-to-Play-Spieler kriegen das mit. Da geht das Ganze meistens etwas ruhiger zur Sache. Punkt 2 des Checkheftes ist das Budget. Ja, ich predige seit Jahren, dass Spieler, die einen neuen Char spielen wollen, irgendwo anfangen wollen, sich Gedanken machen sollen, wie viel Geld wollen sie investieren. Und das Ganze ist bei Shakes and Fidget natürlich so aufgelegt, dass das Spiel schon sehr viele Reize bietet, Pilze zu investieren, was nicht verkehrt ist, wenn man das Geld halt irgendwo auch wirklich zur Verfügung hat. Ja, hier soll sich keiner verschulden oder so, das möchte keiner. Und es ist in der Vergangenheit oft genug passiert, auch mir. Ich musste das auch lernen. Deshalb macht euch Gedanken, wie viel Geld ihr ungefähr investieren wollt, wenn ihr Geld investieren wollt. Gerade der Serverstart hat durch seine Events da sehr, sehr viel Spielraum. Gewisse Sachen sind ein bisschen vereinfacht durch zum Beispiel das Festungsevent, dass man eben den RNG-Faktor der Steine ein bisschen minimiert, dadurch, dass es nur große Steine sind. Aber trotzdem ist der RNG-Faktor hoch. Es gibt Charaktere, die müssen gefühlt 100 Mal nach Steinen suchen, um überhaupt einen Stein ihres Main-Attributs zu finden. Das ist der schlechtere Fall. In anderen Fällen geht es auch ein bisschen einfacher. Aber das sind Themen, die kann man nicht ganz beeinflussen und deshalb sollte man vorher wissen, wie viel Geld man investiert. Durch die Pre-Registration-Phase, wo wir jetzt halt auch sind, ist es natürlich schön, dass man sich die Pilze vorab schon kaufen kann, dass sie dann auch auf dem Account sind.
Vor vielen Jahren war das problematischer. Das funktioniert einwandfrei. Aber man sollte vielleicht nochmal einen gewissen Notnagel sich einplanen, wenn man sagt, okay, ich gehe nochmal ein bisschen weiter, dass man 100 Euro mehr investiert oder nicht. Aber man sollte sich diese Grenzen setzen und man sollte sich auch innerhalb dieser Grenzen bewegen. Die ersten 3 Tage sind extrem verlockend. Da kann das Budget theoretisch fast aufgebraucht werden. Man sollte einfach auch wissen, man kann auch in den Tagen 4, 5 und 6 viele Level nachholen, viele Dungeons machen, zum Beispiel durch den Wirbelsturm oder auch in der Schattenwelt. Die muss man sich ja sowieso freischalten. Auch das ist etwas pilzintensiv und kann ein bisschen dauern. Und das muss man jetzt nicht über den Zaun brechen an den ersten 3 Tagen. Und höchstwahrscheinlich das zweite Wochenende nach dem Serverstart zur EU18 ist Ende des Monats. Also da ist es auch wahrscheinlich, dass wieder eine Pilzaktion kommt. Dementsprechend kann man da auch nochmal im Notfall aufladen. Aber viele Prozesse im Levelbereich muss man nicht zwingend in den ersten 3 Tagen machen. Das kann man auch nachträglich nachholen. Ja, Punkt 3 des Checkhefts ist die Gilde. Klar, die Gilde ist extrem wichtig für euren Progress. Ihr solltet euch jetzt in der Phase, wo der Server halt in der Pre-Registration Phase ist, um eine Gilde bemühen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Die beste Anlaufstelle ist der Shakes & Fidget Discord. Da gibt es eine EU18 Channel prinzipiell. Da gibt es natürlich schon immer die Channels Looking for Players, Looking for Guild, und gerade im Looking for Players Bereich kann man hier in verschiedensten Sprachen Gilden finden, Free-to-Play, Eco-Pilzer-Gilden oder auch Pay-to-Win-Gilden, um entsprechenderweise dort Kontakte herzustellen. Dann kriegt man die Gilden-Channels dann mit den entsprechenden Hinweisen oder auch Anleitungen für Serverstarts oder allgemeinen Tipps, die man auch theoretisch im offiziellen Discord finden kann. Also Discord ist da extrem wichtig und relevant. Natürlich kann man auch zum Serverstart eine Gilde finden. Dazu empfiehlt sich der Guild Finder. Geht da auf jeden Fall in irgendeine Gilde rein, wo relativ viele Mitglieder da sind und eine relativ hohe Hall of Night da ist, und spielt dort erstmal. Und wenn ihr dann noch in der Bewerbungsphase woanders seid, und das hat halt ein bisschen gedauert, könnt ihr ja immer noch die Gilde dann im Prinzip wechseln. Ja, Punkt 4 meines Checkhefts ist die Frage: Abenteuerlust oder Expedition. Und im Zuge meiner Serverstarts habe ich das eigentlich schon immer mal erwähnt. Man ist im Moment eigentlich großer Fan der Expeditionen. Die Expeditionen, wenn man sie richtig gut timet, mit den kurzen Expeditionen und den längeren, kann man im Prinzip seine XP über die Quest so verteilen, dass man ein Level-Up bekommt, zum Beispiel von Level 19 auf 20, und dann gleichzeitig mit dieser Expedition, die beendet ist, gleich den Dungeon Key bekommt. Das ist sehr häufig möglich, nicht immer. Aber die Dungeon Keys kommen sehr gut über die Expedition, und die Expeditionen bringen euch genügend XP, sie bringen euch genügend Gold, und sie bringen euch meistens eben noch zusätzliche Ressourcen. Deshalb sind die Expeditionen in der Regel auf jeden Fall zu empfehlen. Der Punkt, warum man die Abenteuerlust als Abenteuerlust spielen kann, ist vor allen Dingen, wenn man in dem Bereich der Pets unterwegs ist. Das kann natürlich schon zum Serverstart sein oder halt ein bisschen später, wo man wirklich mehrere Pets pro Tag oder Nacht finden kann. Da bieten sich die Expeditionen nicht so gut an. Je höher man im Level ist, desto länger werden halt auch die Expeditionen, und die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Regionen zu finden, wird dadurch auf jeden Fall verringert. Dort sollte man eben komplett über die Abenteuerlust gehen, oder auch, wenn man halt alle Regionen irgendwo finden will, um das Achievement zu bekommen im Sammelalbum. Auch dort bietet sich im Moment die Abenteuerlust mehr an, aber das sind weitestgehend die einzigen Funktionen. Stand jetzt, solange dieses Quest-System und Expeditionssystem so weiterläuft wie bisher, empfiehlt sich in der Regel die Expedition. Anderer Punkt des Checkhefts ist auf jeden Fall Gemmine Level 1, Fragezeichen, wie lange soll man das halten? Auch das habe ich schon mal in einem Festungsguide auch erwähnt, aber prinzipiell macht ihr nichts falsch, wenn ihr die Gemmine auf Level 1 lasst, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr alle Bedingungen erfüllt, um die Unterwelt freischalten zu können. Ja, die Unterwelt freischalten zu können, dazu braucht man natürlich Gemmine Level 10, aber ihr müsst halt die 90 Dungeons erreicht haben und den Tower entsprechend freigespielt haben, vorher die Pets gefunden haben. Das sind so Grundbedingungen, und spätestens, wenn ihr die erreicht habt, solltet ihr anfangen, die Gemmine hochzubauen. Bis dahin könnt ihr euch auf das Rathaus, auf die Hall of Night definitiv fokussieren. Das ist auch wichtig für die Gilde, aber ab dem Zeitpunkt sollte man spätestens die Gemmine hochbauen.
Man kann auch noch ein bisschen genauer ins Detail gehen. Für pilzende Spieler empfiehlt sich die Gemmine auch Ehren hochzuziehen, ab dem Punkt, wo der Verkaufswert der Steine über dem 150 Gold wert ist. Ne? Mit Gemmine Level 1 kostet ein Stein immer 150 Gold und solange man die Steine zu günstigeren Preisen nur verkauft, sollte man das Level auf der 1 lassen. Und ab Level 60, 70, 80 rum, je nachdem wie weit auch die Gilde ist, die Hall of Night, kann man dann auch anfangen, die Gemmine mal auf 2 oder 3 oder auch auf 4 hochzusetzen, denn das Suchen der Steine kostet im Verhältnis mit Gemmine Level 3 und 4 immer noch relativ wenig Gold, wenig Ressourcen und auch nicht so viele Pilze im Skipping. Gleichzeitig kriegt man eben deutlich stärkere Steine, um vielleicht in den Dungeons weiterzukommen. Also dieses Feld Gemmine Level 3 oder 4, ab dem Level 70, 80 plus, man sieht ja die Verkaufswerte der Steine, kann man machen, sollte man aber nur als wirklich pilzender Spieler machen oder beziehungsweise wenn man vorhat, Steine zu skippen und halt noch so weit wie möglich in den Dungeons zu kommen. Ja, der andere Punkt sind auch noch Coupons und Codes. Also in der Regel werden ja durch viele Content-Creatoren Codes geteilt. Es gibt die offiziellen Streams, auch das hätte man im Thema Zeit nehmen können. Nutzt die Zeit in Streams für Drops oder für Giveaways, die dort kommen. Ihr könnt dadurch Codes gewinnen, die euch weiterbringen. Vor allen Dingen die Free-to-Play-Spieler sind da angehalten, die viel Zeit haben, sich das Ganze anzugucken. Denn mit diesen Codes ist es extrem hilfreich. Ja, ein Zusatzpunkt fällt mir gerade noch ein, den man zur Gilde erwähnen kann, das ist der Ausbau. Wenn ihr natürlich in einer Gilde, in einem Gilden-Discord seid, kriegt ihr in der Regel die Ausbauten vorgegeben. Früher hat man gesagt 5-5, also 5 auf Gold, 5 auf XP, das ist okay. Heutzutage in der Regel geht man auf 4, Ausbaustufe 4 bei Gold und Ausbaustufe 6 bei XP, weil die XP wichtiger ist, dass das 50 Leute in der Gilde haben oder machen und dann quasi mit 60% XP-Bonus reingehen. Das ist heutzutage möglich und wird oft genutzt. Dazu muss man aber neben dem Starterpaket, was man sich kauft, auch noch den Lebensdrang verkaufen für 100 Gold, also nicht einsetzen, um genügend Gold für diese Ausbaustufen zu haben. Ja, das bedeutet, ihr seid in der Pre-Registration, habt euch das Starterpaket schon gekauft und wartet auf den offiziellen Release des Servers. Und dann seid ihr auf dem Server, habt 1000 Gold zum Start, dann solltet ihr gleich in eure Gilde rein. Wenn das nicht geht, geht in irgendeine andere Gilde, baut euren Ausbau, Gold auf 4, XP auf 5, verkauft den Lebensdrang, baut eure XP auf 6 und dann habt ihr erstmal das Wichtigste geschafft. Warum soll man das gleich machen? Natürlich, damit ihr nicht abgefarmt werdet auf dem Server. Und wenn ihr dann Platz in eurer Gilde habt, könnt ihr die Gilde wechseln. Ihr nehmt die Ausbauten ja mit. Und dann könnt ihr euch durch einen Server-Startcode oder anderen Codes vielleicht einen Lebenstrank wieder erwerben, kostenfrei. Und den nutzt ihr dann für euren Char. Also ich habe das Ganze jetzt relativ spontan gemacht. Vielleicht gibt es noch andere Punkte, die man reinbringen könnte. Wenn euch was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, was ich nochmal erwähnen will und deshalb auch zum Schluss als letzten Punkt bringe, es ist der Spaß. Ja, Spaß ist extrem wichtig. Geht nicht competitive rein, seid nicht traurig, wenn irgendwas nicht funktioniert oder lasst euch nicht durch andere Spieler in negative Stimmungen bringen, vor allen Dingen, weil ihr vielleicht sagt, oh, warum sind die im Level so viel höher oder so. Habt Spaß an eurem Char, an eurem Progress, nimmt an dem Gildenchat teil und versucht das so lange wie möglich zu halten, denn das ist so ein Serverstart-Phänomen, dass das immer zum Serverstart sehr gut funktioniert, danach aber meistens abflacht und das mindert auch den Spielspaß. Und da kann man auch noch das Thema reinbringen, lasst euch nicht unterkriegen. Es ist immer so, dass Leute die Gilden verlassen oder inaktiv gehen, wo man das nicht erwartet. Lasst euch davon auch den Spaß nicht nehmen. Wenn jeder reingeht, zu sagen, ich bleibe meiner Gilde loyal für eine sehr lange Zeit, dann wird das auch weniger passieren. Und dann habt ihr länger das Vergnügen auch miteinander und habt den Spielspaß. Wenn ihr natürlich selber sagt, oh, mir ist die Gilde jetzt nicht so wichtig, mir ist mein eigener Spielspaß wichtiger in einer Gilde, wo es dann halt besser läuft, wenn man irgendwie nicht zufrieden ist, dann ist es okay, dann ist es eure Entscheidung. Aber versucht
nicht euch einfach nur simpel abwerben zu lassen und folgt jeder kleinen Leine, denn diese Nachrichten werden kommen, je höher euer Char gespielt wird, und gleichzeitig, wenn ihr erlebt, dass es andere Leute betrifft, dann versucht trotzdem euren Spaß zu halten. Spaß ist das Wichtigste, und alles, was ihr an Zeit oder Geld investiert in euren Char, kriegt ihr halt nicht zurück. Dementsprechend sollte man versuchen, das dann halt auch durchzuziehen. Ich bin da kein positives Beispiel, nehmt nicht an mir das Beispiel, ja. Aber gut, ich kriege ja auch einen Teil von Blaya Games zumindest zurück. Dementsprechend ist das okay. Aber es gibt andere Beispiele in der Community, an denen man sich da hängen kann. Das war es dann erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, natürlich könnt ihr gerne auch, wenn ihr jetzt noch irgendwie Bock habt und euch Pilze kaufen wollt, nachdem ihr festgestellt habt, okay, es ist alles geklärt, dann freue ich mich auch, wenn ihr meinen Creator-Code HunRizzle beim Webshop nutzt. Ist nicht Pflicht, aber nutzt auf jeden Fall irgendeinen Creator-Code für die Umsatzbeteiligung für einen der Content Creator. Hier ist es sehr geil. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns vielleicht auf dem Server. Haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basti.